Hey miteinander, mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf Drawing Like a Sir. Heute zeige ich euch, wie man den berühmt-berüchtigten Cloud's Drive aus Final Fantasy VII zeichnet. Also schnappt euch euren Buster-Bleistift und legt eure Materie an, denn wir legen jetzt erstmal los mit Clouds Kopf. Und der ist nicht so rund wie sonst auch immer, dieses Mal ist er nämlich eckig. Also zeichnet ihn eckig ein und verpasst ihm ein Ohr. Runden wir Clouds Kopf noch etwas ab, damit wir wissen, wo wir später seine Haare einzeichnen müssen. Zeichnet Clouds Stickman ein, so wie wir es bei meinen anderen Tutorials auch immer machen. Achtet darauf, dass die Hände übereinander sind, denn er greift ja immerhin sein Buster Sword. Weiter geht es mit Clouds Frisur, und zwar fangen wir dieses Mal mit dem vorderen Teil an. Vergesst den hinteren Teil nicht und natürlich auch wie beim vorderen Teil schön zackig einzeichnen. Die Haare haben wir, nun kommt Clouds Gesicht an die Reihe. Zeichnen wir seine Nase und seine obere Lippe ein. Abgesehen von seinem Nasenloch und seinem Mund habe ich Ihnen in diesem Schritt auch noch die Guidelines für seine Augen verpasst. In die zeichnen wir jetzt sein Auge, passt aber darauf auf, dass die Augenlider recht schön fett schraffiert werden, so wie es nun mal im Originalstil auch der Fall war. Und jetzt könnt ihr endlich den Rest von seinen Haaren mit einzeichnen und natürlich auch den Rest von seinem Ohr. Zeichnet Cloud aus seiner linken Schulter als nächstes 2 Schulterplatten ein. Diesen Schulterplatten geben wir nun ein paar Details. Fügt nun nach und nach mehr Details zu seinem Outfit hinzu. Widmet euch nun Clouds Gürtel, den könnt ihr nämlich richtig fett einzeichnen. Gebt den Schrauben auf den Schulterplatten ein paar Details und zeichnet nun die Falten und Gürtelschlaufen ein. Gebt seinem Pulli ein Muster und danach könnt ihr euch Clouds Arm widmen. Jetzt könnt ihr Cloud etwas muskulöser machen, zeichnet die Muskeln am besten so ein, wie ich sie auch eingezeichnet habe. Clouds linker Arm bekommt noch ein paar Verbände und hier und da ein paar Schrauben mit dazu. Dasselbe macht ihr übrigens auch mit dem Rest von seinem Arm, immer komplett mit Verbänden und mit Schrauben zukleistern. Zeichnet nun grob Clouds Hände ein und auf der linken Hand hat Cloud exakt 5 Nieten. Nun widmen wir uns Clouds rechter Hand und die zeichnen wir natürlich auch in einer Faust, denn nach wie vor erhält sein Buster Sword. Zeichnet nun mit diesem Rechteck den Griff von Clouds Buster Sword ein. Auf diesem Griff kommen nochmal 5 Nieten und natürlich schon mal den Ansatz von seiner Klinge. Halbiert nun die Klinge und zeichnet seine beiden Materia Slots ein. Soweit sind wir beim Skizzieren fertig. Machen wir uns nun also ans Inking. Und das habe ich in diesem Fall mit Tusche und Feder gemacht. Ihr könnt natürlich aber auch gerne einen Multiliner benutzen. Und wenn wir damit fertig sind, dann würde ich sagen, starten wir mit der Koloration. Also legen wir los mit der Koloration von Clouds Drive. Ich habe in diesem Fall mit Clouds Haaren angefangen und diese grundiere ich mit Y13. Danach bin ich mit Y15 nochmal ein paar Kontraste nachgegangen. Mit BV00 habe ich Clouds Haaren noch etwas mehr Farbe gegeben. Mit R20 könnt ihr Clouds Haaren nochmal etwas mehr Kontrast verleihen. Mit E43 könnt ihr Clouds Haare nun komplett fertig machen. Nun geht es weiter mit Clouds Haut und die koloriere ich zuallererst mal mit E50. Jetzt füge ich Clouds Haut noch ein paar Kontraste hinzu und zwar mit E00. Färbt seine Haut etwas mit R00. Nun machen wir mit Clouds Auge weiter. Das grundiere ich zuerst mit YG03 mit einem Grünton. Jetzt können wir Clouds Auge mit B02 noch etwas mehr Farbe geben. Mit B05 können wir Clouds Auge jetzt schattieren. Weiter geht es mit Clouds Schulterplatte, die grundieren wir mit C3. Mit C5 können wir diese Schulterplatten jetzt noch etwas dunkler gestalten. Das finde ich ganz gut, weil es ja metallisch glänzen soll. Die dunklen Teile von Clouds Schulterplatte, die kolorieren wir mit C7. Machen wir mit Clouds Armen weiter und die grundieren wir einmal neu mit E50. Mit E00 können wir Clouds Armen jetzt etwas mehr Kontrast verleihen. Mit E95 können wir jetzt die stark dunklen Stellen noch einmal nachgehen.
Mit E70 könnt ihr Clouds Haut jetzt nochmal einen leichten Braunton geben. Wo wir schon von braun sprechen, mit E33 könnt ihr Clouds Haut nochmal extrem gebräunt zeichnen. Das ist aber nur optional. Koloriert den metallischen Teil von Clouds linkem Arm mit C3. Mit C5 könnt ihr diesen metallischen Stellen jetzt doch noch etwas mehr Pep geben. Weil der Arm ja noch metallisch glänzen soll, würde ich sagen, gehen wir noch mit einem dunkleren Grau drüber. Und dieses dunkle Grau ist in meinem Fall C7. Mit E25 könnt ihr nun Clouds braune Handschuhe grundieren. Und mit E59 könnt ihr diese jetzt etwas stärker schattieren. Achtet darauf, dass der Schatten dabei von oben kommt, und zwar von seinem riesigen Buster Sword. Clouds Finger sind etwas dunkler, weil diese ja logischerweise vom Schatten bedeckt sind. Aus diesem Grund gehe ich diese mit E00 nach. Mit E95 können wir Clouds Hände jetzt schattieren. Wir brauchen einen krassen Schatten, aus diesem Grund könnt ihr dort ruhig großzügig drüber gehen. Der Griff von Clouds Schwert ist rot, das bedeutet, wir müssen diesen mit R46 anmalen. Den Ansatz von Clouds Buster Sword, den grundieren wir mit C5. Mit derselben C5 können wir jetzt Clouds Buster Sword zumindest mal auf der rechten Seite von ihm aus grundieren, aber nur die rechte Seite. Die linke Seite von Clouds Buster Sword ist um einiges heller als die rechte. Aus diesem Grund gehen wir diese nun mit C3 und nicht mit C5 nach. Clouds Pullover grundieren wir nun mit B05. Das bedeutet, wir können diesen komplett anmalen. Anstatt extra einen dunklen Blauton zu kaufen, können wir uns in diesem Fall einer C5 bedienen und mit diesen einfach die dunklen Stellen nachgehen. Das hat denselben Effekt. Nun können wir uns einer C7 bedienen. Diese ist etwas dunkler und mit denen können wir nun den krassen Schlagschatten machen. Clouds Gürtel fehlt noch und den grundieren wir einmal neu mit E25. Und erneut, wie bei den Handschuhen, benutzen wir dieses Mal auch E59, um den Gürtel zu schattieren. Der silberne Teil von Clouds Gürtel ist sehr hell, aus diesem Grund grundieren wir diesen zuallererst einmal mit C1. Nun können wir diesen grundierten Gürtel noch einmal etwas Schatten verleihen, und zwar mit C3. Alles, was jetzt noch übrig ist, das ist Clouds Hose und die grundieren und schattieren wir genau mit denselben Farben, die wir auch für seinen Pulli benutzt haben. Nun wird es Zeit für unseren Limit Break, und zwar den letzten Schliff, und den lege ich mit meinem Gelschreiber an. Diesen Gelschreiber benutze ich, um mehrere Highlights auf Clouds Augen und natürlich auch auf seinem Buster Sword zu setzen. Und voila, wir sind fertig. Soweit hoffe ich natürlich, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Soweit, mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video hier auf Drawing Like a Sir. Bis dann.